In diesem Video zeige ich dir, wie du die ersten 100.000 Euro erreichen kannst. Mir ist auf jeden Fall klar, dass das eine Riesenzahl ist und ich persönlich habe sie auch noch nicht erreicht. Aber es ist eines meiner nächsten Ziele und die Strategie, die ich verfolge, um dahin zu kommen, möchte ich dir hier in diesem Video präsentieren. Grundsätzlich hast du 3 Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Da hast du zum einen die Einnahmen, deine Ausgaben und natürlich auch, was du investierst. Das sind 3 Blöcke, die du dir anschauen musst, denn auf der einen Seite solltest du, wenn du es kannst, deine Einnahmen erhöhen, deine Ausgaben senken und so viel als möglich investieren. Und das ist genau meine Strategie. Ich fange mal mit der ersten Stellschraube an. Bei mir ist es so, dass ich Angestellter bin und natürlich jeden Monat mein Gehalt erhalte. Aber was können wir hier machen? Die einzigste Möglichkeit, die es hier nur gibt, ist nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Und die habe ich in der letzten Zeit glücklicherweise erhalten. Also damit jedes Jahr etwas mehr Geld. Aber mir ist auch vollkommen klar, dass das in den nächsten Jahren nicht so weitergehen kann. Und auf der anderen Seite waren die Gehaltserhöhungen auch nicht so groß, dass ich jetzt viel mehr Geld investieren könnte. Deshalb habe ich weitere Einnahmequellen geschaffen, wie zum Beispiel auch diesen YouTube-Kanal, wo ich dank dir auch jeden Monat etwas Geld dazu verdiene. Und damit kann ich natürlich meine Einnahmen grenzenlos steigern. Je mehr Leute meine Videos schauen und auch auf anderen Kanälen, desto mehr Einnahmen erziele ich. Das ist somit die einfachste Möglichkeit, um wirklich mehr Geld zu haben. Denn jetzt kommen wir zum Punkt 2, die Ausgaben. Bei den Ausgaben musst du deine größten Kostenblöcke analysieren und versuchen, diese zu senken. Hier geht es vor allem um die Fixkosten, sprich Kosten, die du jeden Monat zahlen musst. Darunter fallen zum Beispiel die Miete deiner Wohnung. Das können aber auch Kosten für Versicherungen sein, Kosten für die Kontoführung, Streamingdienste und so weiter. Hier musst du eben analysieren, ob es nicht auf dem Markt ein günstigeres Angebot gibt und dazu wechseln. Ein klassisches Beispiel hier wäre, wenn du Kontoführungsgebühren hast, zum Beispiel bei der Sparkasse oder der Volksbank, dann kannst du dir das ganz einfach sparen, indem du zu einer Bank wechselst, die keine Kontoführungsgebühren hat, wie zum Beispiel Trade Republic. Das Problem ist allerdings, irgendwann ist dieses Sparpotenzial ausgereizt. Dann kannst du nicht mehr sparen, ohne dass es dir im Leben wehtut. Kommen wir also zum Punkt Nummer 3. Die Investition. Du kannst natürlich deine Investition optimieren, immer in einen besseren ETF zum Beispiel investieren oder in eine neue, bessere Aktie, die mehr Renditechancen hat. Aber das weißt du natürlich nie, denn auch wenn eine Aktie in der Vergangenheit sehr gut performt hat, heißt das eben nicht, dass sie auch in Zukunft gut performen wird. Selbst wenn du in einen weltweiten ETF investierst, ist es auch nur wahrscheinlich, dass in der Zukunft dessen Wert weiter steigen wird. Und selbst wenn du auf einen noch breiter gestreuten ETF setzen würdest, wie zum Beispiel auf einen ACWI, dann ist das trotzdem keine Garantie, dass es immer nach oben geht. Die Werte an der Börse steigen und fallen jeden Tag und sind natürlich auch abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung weltweit. Ich denke, damit kannst du sehen, egal was du machst, was du änderst in deiner Investmentstrategie, irgendwann sind auch hier die Möglichkeiten ausgereizt. Du solltest also verstehen, dass das Einzigste, womit du wirklich schneller zu den 100.000 Euro kommen kannst, ist, so viel wie möglich Geld zu verdienen, deine Einnahmen zu erhöhen. Wenn du aber dieses Gesamtpaket nimmst, deine Einnahmen extrem erhöhst, deine Ausgaben optimierst und maximal senkst und gleichzeitig deine Sparrate erhöhst, und zwar in eine fundierte und gut ausgewählte Investitionsstrategie, am besten in einen weltweit gestreuten ETF, dann solltest du auf jeden Fall schneller zu den 100.000 Euro kommen. Dir muss aber klar sein, dass bis zu den ersten 100.000 Euro der größte Teil von dir erbracht werden muss, von deinen Einnahmen, die du investierst. Mir ist das klar und deshalb stecke ich wirklich alles Geld, was ich irgendwie extra bekomme, direkt in meine ETFs. Ich bin bereits auf einem guten Weg, aber immer noch recht weit davon weg. Das heißt,
ich muss natürlich weiterhin diese Strategie verfolgen und so viel als möglich investieren. Wenn du auf diesem Weg dabei sein möchtest, dann lass doch bitte ein Like da. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren, um die ganzen Videos nicht zu verpassen. Aktiviere auch die Glocke und hier geht's weiter zum nächsten Video. Da sehen wir uns. Bis dann. Ciao.